Fingerpicking oder wie man auch so schön sagt, Fingerstyle. Was macht es so besonders? Fingerpicking ist einfach schön anzuhören, vorausgesetzt man kann's. Was sicher damit zu tun hat, dass selbst eine einfache Fingerpicking-Begleitung eine eigene Melodie hat und sich deshalb auch ohne Gesang gut anhört. Und solch eine Begleitung kann ein fortgeschrittener Gitarrist dann auch immer mehr erweitern, indem er die grundlegenden Akkorde etwas variiert, kleine eigene Melodien mit einbaut oder sogar die komplette Gesangsmelodie mit in sein Spiel übernimmt. Dann wäre der Gesang allerdings etwas überflüssig. What? Das wollen wir hier natürlich nicht. Allerdings sind die Fingerpickings, die ich dir gleich vorstelle, schon etwas mehr variiert, mit eigener Melodie und nicht unbedingt leicht zu spielen. Hallo, Stefan Pietrik hier und willkommen im neuen Video. Für dieses Video habe ich 5 wirklich tolle Fingerpicking-Klassiker ausgesucht, die es alle schon als ausführliches Tutorial mit Tabulatur und allen nötigen Erläuterungen hier auf meinem Kanal gibt. Und die Aufgabe für dich lautet, du schaust dir dieses Video hier von vorne bis hinten an. Komplett. Ich habe es absichtlich kurz gehalten. Nur die nötigsten Informationen. Also bitte kein unmotiviertes Rumhüpfen hier in meinem Video, das kann ich nämlich überhaupt nicht leiden. Du sparst damit keine Zeit, sondern du versäumst wahrscheinlich deinen zukünftigen Lieblingssong. Ist dann dein Problem. Möchte ich kein Gejammer hören hinterher. Und wenn du dir dann mein Video hier komplett angesehen hast, dann entscheidest du, welches dieser 5 Lieder du zuerst lernen willst. Und das gehst du dann entschlossen an und nimmst dir auch die nötige Zeit dazu, das zu lernen. In der Videobeschreibung findest du die jeweiligen Links zu den Tutorials und ich blende diese Links auch am Anfang jeder Liedvorstellung über mir ein. Du kannst zaubern. Dieser wunderbare Song der Kölner Band BAP von 1982 ist mit Sicherheit einer ihrer bekanntesten und beliebtesten Songs. Das Intro von Du kannst zaubern ist aber auch wirklich genial schön und ich habe noch niemanden getroffen, der das nicht spielen können wollte. Und das Coole daran, wer das Intro kann, der kann auch die Strophen. Denn diese werden genauso gespielt wie das Intro. Für den Refrain habe ich mir dann selbst eine passende Begleitung gebastelt, da hier gitarristisch nichts rauszuhören war, was man unbedingt genauso nachspielen müsste. Heute hier, morgen dort von Hannes Wader habe ich zum 50. Geburtstag des Songs als Tutorial veröffentlicht. Dazu hatte ich mir eine Live-Version vorgenommen, die es wirklich in sich hat und mich total begeistert hat. Musste ich unbedingt lernen und du solltest es auch tun. Aber Vorsicht, alles im Highspeed. Im
Intro erkennt man sofort, um welches Lied es sich handelt. Die darauffolgende Strophe bleibt mehr in der grundlegenden Picking-Technik. Ein Basslauf von G-Dur und C-Dur und eine Variation am Ende der Strophe runden das Ganze ab. Im Refrain dann wieder etwas mehr Variation. Und im Instrumentalteil dann Vollgas. Vor allem im zweiten Instrumentalteil. Song Nummer 3, Streets of London. Wer kennt es nicht, das Lagerfeuerlied Nummer 1. Allerdings meist geschrummelt mit irgendeinem Feld-, Wald- und Wiesenanschlag. Leute, das geht besser. Für mein Tutorial von Streets of London habe ich mir echt den Ast rausgehört, um möglichst nah an die Originalbegleitung von Ralph McTell heranzukommen. Ich glaube, es ist mir sogar ganz gut gelungen. Auch hier das unverwechselbare Intro.
Die Strophen weniger variiert, dafür hier mehr das grundlegende Folk-Picking-Muster. Der Refrain mit seinem unverkennbaren Lauf von C-Dur über A-Moll bis D7 mit Fizz im Bass. Und natürlich den beiden Zwischenspielen. Zuerst Nummer 1. Und noch das zweite Zwischenspiel. Die 3 bisherigen Lieder waren spiegelverkehrt. Hast du sicher bemerkt, oder? Nein, waren sie nicht. Also für dich wahrscheinlich schon, für mich allerdings nicht, weil ich bin Linkshänder. Und bis Anfang dieses Jahres 2024 waren auch meine Tutorials linkshändig. Durch viele Bitten, die ich bekommen habe, ich solle doch meine Tutorials spiegeln, weil es anscheinend doch für einige schwierig ist, mein Spiel linkshändig nachzuvollziehen, habe ich mich Anfang dieses Jahres dazu entschlossen, dies zu tun. Das bedeutet, meine neuen Tutorials sind gespiegelt, also quasi rechtshändig. Und deshalb sind jetzt auch die nächsten beiden Songvorstellungen quasi rechtshändig, weil es die Tutorials eben auch sind. Song Nummer 4, Let Her Go von Passenger. Im Gegensatz zu allen anderen Songs hier eher ein moderner Klassiker, aber wie ich finde auch schon ein Klassiker. Bei Let Her Go ist das Intro der alles entscheidende Knackpunkt. Okay, das sind wir jetzt schon von den anderen Songs so gewohnt, von daher nichts Neues. Wunderschön anzuhören und wahrscheinlich auch deshalb nicht so ganz einfach zu spielen. Der Strophe dann mehr wieder ein Standardzupfmuster. Was hier noch erwähnenswert wäre, ist das ziemlich coole Zwischenspiel.
Nummer 5 und auch das letzte meiner Vorstellungsreihe hier, Solsbury Hill von Peter Gabriel. Eine echte Herausforderung, vor allem wenn du vorhast, es dann auch noch im Originaltempo zu spielen. Aber es lohnt sich. Der Reihe nach das Intro. Wahrscheinlich der schwierigste Part und deshalb in meinem Tutorial-Video auch am ausführlichsten erklärt. Die Strophen bestehen aus 5 verschiedenen Pattern und werden immer gleich gespielt. Das waren meine 5 Fingerpicking-Klassiker für etwas anspruchsvolleres Gitarrenspiel. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.